Herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo über diesen neuen Nomad Fighter, den wir jetzt bekommen haben. Mit allen seinen Funktionen und Möglichkeiten gibt es jetzt hier eine ausführliche Info. Und da fangen wir erstmal an mit den verschiedenen Varianten des Nomad. Da können wir im Moment den nur per ARX kaufen. Ich denke mal, in 3 bis 4 Monaten oder so werden wir den auch so frei kaufen können ohne ARX. Und der vorgefertigte Schiffe hier in einer Station können wir also hier den Nomad sehen. Da gibt es die Galactic, die Stellar und die Standardvariante, die sich da nur marginal mit optischen Änderungen unterscheiden. Also das heißt, die billigste Variante, der Standard, der hat schon alle Fähigkeiten und Möglichkeiten. Der kostet 16.000 ARX. Die anderen beiden teureren Varianten, die haben dann nur optische Verbesserungen und Erweiterungen. Die reine Technik ist bei allen 3 Varianten gleich. Hier sind mal die technischen Daten der 3 Varianten, Standard, Stellar und Galactic. Die gelb umrahmten und mit gelben Pfeilen versehenen Daten hier, die stimmen nicht mehr. Da hat Frontier nachträglich etwas geändert. Der erfordert also jetzt nicht nur einen MK2 Schiffshangar, sondern auch den normalen Schiffshangar kann man in normalen Schiffen verwenden. Insofern ist das mit kann gestartet werden vorn auch nicht mehr richtig. Da gibt es eine neue Schiffsliste auch mit alten Schiffen, wo man den Nomad verwenden kann. Die Liste kommt jetzt gleich im Anschluss und auch die Boostgeschwindigkeit stimmt nicht. Der boostet 450 oder sogar ein bisschen mehr Meter pro Sekunde. Mit ausgefahrenem Fahrwerk sind es dann nur noch 112 Meter pro Sekunde. Hier ist mal eine Übersicht über die Schiffe, die jetzt alle mit dem Nomad ausgestattet werden können. Die Schiffshangars gibt es in den Größen 5, 6 und 7 für die verschiedenen Schiffe. MK1 Vessel Bay, also der MK1 Schiffshangar, ist der Standard normale Schiffshangar. So nennen die hier den MK1. Und MK2 ist dann eben der verbesserte, der ist leichter. Das ist der Unterschied. Zwischen MK1 und MK2 ist eigentlich nur der Gewichtsunterschied maßgebend. Die MK2 sind einfach leichter. Der Caspian Explorer, muss man gleich erwähnen, ist sowieso das beste Schiff für den Nomad, um den damit auszurüsten. Noch erwähnenswert ist, dass der Klasse 5 Schiffshangar nur einen Nomad aufnehmen kann, während die Klasse 6 und Klasse 7 Schiffshangars 2 Nomads aufnehmen können. Jetzt wollen wir uns das mal hier in der Praxis anschauen. Ich bin also hier in einer Station, wo es auch diese Schiffshangars gibt. Und da bauen wir uns jetzt erstmal in ein altes Schiff, hier in einen Crate MK2, so ein Schiffshangar und den Nomad ein. Ich nehme also jetzt da einen optionalen Slot. Da suchen wir uns jetzt einen Schiffshangar aus. Jetzt gehen wir hier in die Schiffshangars und dann sieht man, hier gibt es gratis Schiffshangars und das sind so die verschiedenen Schiffshangars, die man normalerweise standardmäßig einbauen kann. Das sind diese MK1 alle. Die gibt es für mich gratis hier, weil ich einen Nomad mit ARX gekauft habe. Hier kann man sich jetzt mal die Unterschiede zwischen 5D, 6D und 7D anschauen. Den 6D kaufe ich jetzt und rüste den gleich aus. Und in den Hangar setzen wir jetzt hier über Fahrzeugbuchten als nächstes noch den Nomad rein und kaufen uns den. Ich muss den nicht kaufen, ich kriege den gratis wieder, wie gesagt, wegen ARX. Wer dann allerdings den später, wenn es den auch normal zu kaufen gibt, kaufen will, der muss dann nach unten scrollen hier komplett. Und findet da unten eben auch einen kaufbaren für 36.166 Credits. Ich nehme jetzt da meinen Gratis Nomad und setze den in den Hangar rein und damit ist die Sache erledigt. Ich könnte jetzt da auch noch einen zweiten kaufen, weil das ja ein Hangar für 2 Fahrzeuge ist. Eigentlich hat man da aber sogar dann 16 dabei und nicht nur 1 oder 2.
Denn da oben steht 8 von 8. Das heißt, mir kann durchaus der Nomad kaputt gehen und der wird sofort ersetzt, bis es 8 sind, die mir kaputt gegangen sind. Erst dann muss ich einen neuen kaufen. Man hat also eigentlich 8 von diesen Fahrzeugen dabei in dieser Konfiguration. Und bei dem mit ARX gekauften sind es sogar unendlich viele. Das sieht man dann hier, wo man den einsetzen kann dann. Da steht hier das Unendlich-Zeichen. Ja, das ist also bei dem mit ARX gekauften Nomad so, dass da unendlich viele kaputt gehen können, die man zerschrotten kann, irgendwo auf der Oberfläche vom Planet oder so, und kriegt dann trotzdem, sobald man wieder im Schiff sitzt, immer wieder einen neuen. Für den Panther Clipper, den Caspian Explorer und den Type 11 Prospector gibt es ja dann diese MK2 Module, die leichter sind als diese Standard-Hangars. Ich habe jetzt hier einen Caspian Explorer und da gehen wir hier mal in die optionalen Slots und schauen dann hier in die Schiffshangars rein. Ich habe jetzt hier schon welche liegen und das sieht man hier gibt es dann eben auch wieder gratis diese MK2 Hangars. Die gibt es dann eben für den Caspian und die anderen 2 Schiffe wie genannt. Die kann man dann eben hier entsprechend sich wieder einsetzen und per ARX gekauft ist das dann eben auch wieder gratis. So, und dann kaufen wir uns einen, rüsten den aus. Der nächste Schritt ist dann eben auch wieder bei den Fahrzeugbuchten zusätzlich anschließend noch den Nomad da einzurüsten. Und auch da wieder ist eine gratis vorhanden für Käufer von ARX-Schiffen und dann eine, den man bezahlen muss. Wenn wir mit unserem Hauptschiff dann auf einem Planeten runtergegangen sind, sollten wir, um den Nomad absetzen zu können, mindestens 500 Meter hoch sein. Der lässt sich nicht absetzen, wenn man niedriger als 500 Meter ist. Also man muss 500 Meter weg sein von der Oberfläche. Und dann geht man hier in das Menü und sagt hier absetzen. Der Caspian Explorer, der wird mir dann auch folgen, wenn ich hier mit dem Nomad jetzt da rumfliege und nach Bioformen sammle. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder landen. Das Landen geht dann so, dass ich hier die Landeerlaubnis anwähle. Dann sieht man da schon diese blauen Streifen. Man muss den dann von hinten anfliegen, den Caspian. Und muss dann vorsichtig langsam in diese blauen Streifen reinfliegen. Wenn man so ziemlich in der Mitte ist, kann man dann alles loslassen, dann wird man automatisch weiter reingezogen. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel schon mal loslassen. Der zieht alles selbstständig dann rein. Und man ist wieder angedockt und im Hauptschiff drin. Wenn man im Nomad sitzt, kann man hier an dieser Stelle dann auch das Schiff wieder wegschicken mit diesem Button entlassen. Ja, das Schiff liegt dann weg und ist irgendwo im Weltraum oder sonst irgendwo geparkt. Will man es dann wieder zurückholen, kommt dann hier der Button herbeirufen und man kann das Schiff dann wieder sich herholen. Das parkt in dem Fall dann wieder in der Luft, sodass man mit dem Nomad eben auch dann wieder andocken kann. Wie bereits kurz angesprochen, mit dem 5er Schiffshangar haben wir eigentlich 6 Nomads zur Verfügung. Mit dem größeren 6D sind es dann 8, mit dem 7er sind es glaube ich noch mehr. Wenn also der Nomad jetzt hier crasht und geht kaputt, dann ist das nicht weiter schlimm, man hat noch 6 und wenn man den per ARX gekauft hat, hat man ja gesehen vorhin, das sind dann unendlich viele. So, wir haben jetzt hier in der Mitte ein Radar, das funktioniert ein bisschen anders als das übliche Radar. Und zwar, ich muss das hier mal gerade umstellen, ich brauche jetzt keine Waffen. Ich benutze jetzt erstmal dann den fest eingebauten Bioscanner, um entsprechende Signale zu erzeugen. Ja, dieses Radar, das funktioniert dann so, ich setze jetzt mal mit dem Bioscanner ein Signal ab, um nach Bioformen zu scannen. Da sieht man schon in grün was angezeigt. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir näher ranfliegen, im Radar gleich auch diese grüne Markierung.
Da ist er. Man muss allerdings da ziemlich nah ranfliegen. Je höher man ist, umso größer ist der Überblick im Radar. Allerdings, wie man sieht, wenn ich hier über die 200 Meter drüber komme, sehe ich nichts mehr. Da gibt es jetzt einen Trick, wenn ich das Fahrwerk ausfahre, habe ich einen größeren Radius. Also mit ausgefahrenem Fahrwerk sehe ich hier im Radar deutlich mehr und kann auch noch höher gehen. Ja, jetzt sind wir so 390 Meter, geht dann bis 390 Meter, dann hört es auf. Und ich sehe nichts mehr. Jetzt bin ich wieder drunter, jetzt ist das wieder okay. Und wenn ich das Fahrwerk wieder einfahre, dann verschwinden diese Markierungen, die ich da mit dem Scanner gemacht habe, wieder. Ja, also der Scanner und das Fahrwerk, das arbeitet dann an der Stelle auch zusammen. Und je tiefer ich komme, umso mehr vergrößert sich dann eben hier der Anzeigeradius. Wir haben ja hier unser Schiffsmenü, da schauen wir mal rein. Ja, der hat zum Beispiel hier ein nettes Licht, das kann man hier umschalten zwischen Abblendlicht und Volllicht. Nachtsicht hat er natürlich auch, die man auch mit der entsprechenden Taste ein- und ausfahren kann. Frachtgreifer gibt es keinen, der Eintrag ist halt einfach drin, aber der hat keinen Frachtgreifer. Man kann also jetzt keine Rohmaterialien oder so sammeln mit diesem Nomad. Fahrstabilisator geht auch nicht. Und hier kann man dann umschalten, Signalmodus, Teamsignal oder aus. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter. Das sind dann andere Sachen, die auch bei anderen Schiffen Infos sind. Dann haben wir hier die Feuergruppen und die können wir jetzt auch umschalten. Ich kann zum Beispiel den Bioscanner auch auf die 1 legen und den Datenlinkscanner zum Beispiel hier auf die 2. Er hat auch einen Datenlinkscanner und einen Zusammensetzungsscanner, wie man sieht. Das besitzt er also auch zum Scannen von zum Beispiel Fumarolen auf Planeten oder die Vulkane, die man da scannen kann. Also diese geologischen Formen, die kann man dann scannen und auch andere Sachen. Und ein bisschen was abschießen kann man auch, aber es nutzt natürlich nichts, wenn man einen Stein zerschießt, den man irgendwo sieht, weil man kann ihn nicht auflösen, mangels Frachtgreifer. So, jetzt bin ich gelandet. Kann ich hier aussteigen. Kann zum Beispiel dann gleich stehen. Genetic Sampler in die Hand nehmen. Und jetzt kann ich hier an den Seiten aussteigen oder hinten aussteigen. Zum Einsteigen geht es dann hier wieder rein. Und hier hat man jetzt auch einen Zugriff auf das Inventar. Wir haben also die Möglichkeit hier auch auf den Rucksack zuzugreifen und Rucksackmaterialien zum Beispiel in den Rucksack zu übertragen oder irgendwas Gesammeltes aus dem Rucksack heraus in diesen Laderaum zu legen. Den Scanner muss ich gar nicht weiter erklären, der funktioniert im Endeffekt genauso wie der Genetic Sampler, wenn man da scannt mit dem Genetic Sampler zu Fuß. Ja, und die Farben, das sollte eigentlich alles schon bekannt sein, was dann die verschiedenen Farben bedeuten, die da angezeigt werden. Hier bin ich mal im Gebirge, wo man ja mit den Schiffen üblicherweise nie landen kann. Und dieses Schiff hier, der Nomad, der landet wirklich mit seinem anderen Fahrwerk, was ja Kufen sind, überall. Da kann man an den unmöglichsten Stellen kann man da landen damit. Und das ist natürlich dann auch eine gute Sache für das Sammeln von Fungoida ist das, ja. Diese Fungoidas, die sind ja nur im Gebirge zu finden hier, wo dann im Endeffekt dann natürlich kaum Landemöglichkeiten für ein Schiff bestehen. Das ist aber für den Nomad alles überhaupt kein Problem. Man kann also super landen im Gebirge, überall, an jeder Stelle. Ich habe das jetzt schon ausgiebig ausprobiert. Und dann ist das natürlich jetzt auch im Gebirge kein Problem mehr. Nach Frutexa, was ja auch oft im Gebirge wächst, und Fungoida Ausschau zu halten. Und mit diesen neuen Fähigkeiten findet man dann eben auch schnell gleich die nächste Fungoida-Bioform in den Bergen. Mit Hilfe dieses Scanners im Schiff und der Möglichkeit des Rumfliegens. Und da macht es Ping Ping und zack. Und da haben wir schon wieder die nächste
Funguida-Kolonie. Und die ist so ungünstig angebracht, dass man mit einem eigentlich normalen Schiff gar nicht landen könnte. Aber mit dem Nomad ist das jetzt hier auch kein Problem. Der landet tatsächlich überall. Schaut auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ich habe die Konfiguration von meinem Caspian Explorer da mal reingesetzt. Außerdem habe ich dann nochmal einen Link auf ein anderes Video über ein Zusatztool, das Elite Observatory. Da habe ich auch ein Video drüber, wie man das benutzen kann, um dann eben noch ein bisschen einfacher nach Bioformen zu scannen. Ja, und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wer noch Fragen hat oder noch weitere Anmerkungen und so weiter, gerne einen Kommentar hinterlassen, ein Like und wer kein Abo hat, auch ein Abo. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video und fröhliches Bioformen sammeln.